Jetzt geht es aber weiter ab zum Bewässerungscomputer. Ich habe die Kabel durch die Wand hindurch in meinen Bewässerungscomputer eingeführt. Ihr seht, das gelb-grüne Kabel und das schwarze Kabel mit der Nummer 1 habe ich bereits die Isolierung entfernt. Die Kabel 2, 3 und 4, die klemme ich hier an die Seite. Die werde ich im Moment nicht anschließen, aber perspektivisch später mal. Mein Beregnungscomputer hat bereits eine Vielzahl von Kabeln im unteren Bereich angeklemmt. Zunächst ganz vorne 24 Volt, das ist der Zufluss vom Trafo, die Stromversorgung. Dieses Modell ist für den Innenbereich gedacht. Das Modell für den Außenbereich hat einen integrierten Trafo, da arbeitet ihr direkt mit 220 Volt, hier liegen nur 24 Volt an. Darüber hinaus habe ich meinen Sensor im Moment gebrückt, das heißt mein Sensor ist nicht angeschlossen und spannend wird es ab dem C bis zur 8. Das C steht für die Kapazität, für die Masse. Hier ist bereits das gelb-grüne Kabel angeschlossen, was meine bisherigen 6 Bewässerungskreise mit dem Massezufluss versorgt. Darüber hinaus habe ich die Ventile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ebenfalls angeschlossen. Ich werde das neue Ventil nun auf die 7 legen. Dazu werde ich zunächst das Ganze ein wenig lockern. Und das Kabel festschrauben. Die Masse werde ich direkt mit auf die bestehende Masse aufschrauben. Der Platz reicht. Sollte der Platz nicht mehr reichen, weil ihr vielleicht doch mehr Kabel eingeführt habt, dann könnt ihr vorneweg eine Verteilung setzen, indem ihr die Massekabel alle auf ein einzelnes Kabel klemmt, welches dann hier auf den C-Punkt geht. Damit bin ich bereits fertig und kann nun einen Test machen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Bevor ich das Ganze programmiere, stelle ich meinen Regler auf die manuelle Sektion. Ihr seht, das System möchte gerne den Beregnungskreis Nummer 1 automatisch bewässern. Ich gehe jetzt auf die Nummer 7 und hinterlege einfach mal 2 Minuten, drehe das Ganze wieder auf Betrieb und dann sollte das Ganze starten. Ihr seht, die Anzeige blinkt, die Bewässerung läuft. Der Test war erfolgreich. Ich setze meine Blende wieder auf den Computer unten auf, dass das Ganze schick ist und die Kabel versteckt sind. Ich kann den neuen Bewässerungskreis manuell starten. Das habe ich eben ausprobiert, das funktioniert. Mein Ziel ist es jedoch, das Ganze automatisiert zu machen, denn dafür habe ich ja diesen Bewässerungscomputer. Das zeige ich euch jetzt. Zuvor aber ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieses Video bisher gefällt, dann gebt mir doch jetzt einfach mal den Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal, einfach rechts unten auf das Abo klicken und keine neuen Videos verpassen. Alle Materialien, alle Bauteile findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Schaut da ruhig mal rein, wenn es euch interessiert. Einfach draufklicken, bestellen, gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Weiter geht's mit der Programmierung. Ich habe im Programmiermenü bereits meine Programmierung für die ersten 6 Bewässerungskreise hinterlegt und möchte jetzt einen 7. Kreis hinterlegen, der direkt auf den Programm des ersten Kreises aufsetzt. Ich möchte, dass alle meine Rasenflächen gleichzeitig besprengt werden, beziehungsweise alle an einem Tag zu einer Startzeit. Wenn ich bemerke, dass meine neue Rasenfläche mehr Schatten hat und weniger Wasser benötigt, kann ich die Beregnungszeit pro Zyklus reduzieren oder ich kann ein zweites Programm anlegen, was weniger oft anlaufen wird wie das Hauptprogramm, welches ich bereits nutze. Ich wechsle mit dem Drehschalter auf das Menü Einstellung Tag Stunde. Ihr seht 2022. Meine Daten sind alle hinterlegt. Heute ist der 24.08. um 16:57 Uhr. Das könnte ich hier verändern und einstellen. Das möchte ich aber nicht, denn mein Ziel ist es lediglich, einen neuen Bewässerungskreis zu hinterlegen. Mein erster Kreis startet um 4:45 Uhr. Ihr seht,
Einen zweiten Bewässerungskreis habe ich nicht angelegt, auch einen dritten nicht an diesem Computer. Dieser Computer bewässert ausschließlich meine Rasenflächen. Ich könnte nun hier einen zweiten Kreis anlegen, der unabhängig vom ersten Kreis arbeitet, solange sich die Uhrzeiten nicht überschneiden. Ansonsten würde das Ganze nacheinander ablaufen. Der erste reicht, ich gehe weiter auf die Einstellung der Beregnungsdauer. Ihr seht, aktuell habe ich am Kreis Nummer 1 eine Beregnungsdauer von 16 Minuten. Ich wechsle in den Kreis Nummer 2, 3, 4, 5, 6, ebenfalls 15 Minuten und auf der 7 seht ihr eine 0. Das bedeutet, dass dieser Kreis im Moment nicht angesprochen wird. Der läuft einfach nicht. Das möchte ich nun aber ändern und das Ganze testweise einfach mal auf 5 Minuten erhöhen, um zu schauen, ob der Start und Stopp tatsächlich automatisch funktioniert. Ich habe mit der Plus-Taste das Ganze jetzt auf 5 Minuten in die Höhe getrieben. Mit Plus und Minus, denke ich, ist das soweit selbsterklärend und das war es letztendlich auch schon gewesen. Wenn ich nach rechts klicke, seht ihr, da kommt dann der 8. Kreis. Der ist noch nicht angeschlossen, ebenfalls mit der 0. Wenn ich zurückklicke, stehen meine 5 Minuten. Die Beregnungstage im Moment bei Montag und Donnerstag. Dort seht ihr die Regentropfen. Der Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag sind durchgestrichen. Diese Tage werden aktuell nicht beregnet. Die saisonale Anpassung, SolarSync und dergleichen, das habe ich euch in einem anderen Video bereits gezeigt. Schaut mal rechts oben, da verlinke ich euch das Ganze. Ich wechsle nun mit dem Regler in den Normalbetrieb und müsste nun normalerweise warten, bis der nächste Wochentag kommt. Das wäre in dem Fall der Donnerstag um 4:45 Uhr. Würde zunächst der Beregnungskreis Nummer 1 laufen, danach der 2., danach der 3. Aufgrund der Vielzahl könnte ich dann irgendwann um 6, halb 7 aus dem Fenster schauen und dann müsste mein neuer Beregnungskreis anlaufen. Ihr seht also, es ist gar nicht so schwer, diesen Beregnungscomputer zu programmieren. Ich werde das Ganze jetzt nicht testen, denn mein manueller Test hat ja funktioniert und auch der Rest funktioniert definitiv. Ihr könnt das Ganze noch abspeichern. Dafür nutze ich gern diese kleine Karte, die von Hunter mit dabei ist. Auf diesem Weg könnt ihr die Schnellstartkürzel alle mit hinterlegen, unter anderem auch den Durchlauf aller hinterlegten Programme, indem ihr einfach ganz länger auf die rechte Taste drückt und in dem Fall würde das Ganze jetzt manuell starten mit dem ersten Programm. Möchte ich aber nicht, deswegen schalte ich das wieder aus, gehe wieder zurück auf den Betrieb und werde schauen, ob morgen früh um 6:15 Uhr, 6:30 Uhr, wenn die ersten 6 Programme durchgelaufen sind, tatsächlich das 7. Programm ordnungsgemäß anspringt. Ich habe euch gezeigt, wie ihr eure Ventile aus der Ventilbox ganz einfach an einem Rasenbewässerungscomputer anschließen könnt. Ich verwende primär die Produkte von Hunter oder Rainbird, aber vom Prinzip her sollte das Ganze mit jedem anderen Bewässerungscomputer ganz genauso funktionieren. Wichtig ist es, dass die Spannung übereinstimmt, in meinem Fall 24 Volt der Ventile und 24 Volt, die der Bewässerungscomputer für die Steuerung ausgibt. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie die Sprenger, die Hunter MP-Rotatoren individuell eingestellt werden können. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Startwinkel verändert, wie ihr den Wurfwinkel verändert, wie ihr die Wurfweite verändert. All das seht ihr in einem neuen Video von mir. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, denkt an das Abo, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eure Fragen, euer Feedback, eure Kritiken zu diesem Video. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten gebt mir das Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Werft einen Blick in die Beschreibung, nutzt meine Produktlinks, um meinen Kanal zu unterstützen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.